So, liebe Leute, wir sitzen im McLaren 570S mit Trackpack. 570 PS, 600 Newtonmeter, serienmäßig. Und wir werden jetzt mal 100, 200 fahren damit. Ich weiß, ich weiß nicht, wie schnell mein Auto ist, aber ich bin schon mal ein 570S 100, 200 gefahren. Und Leute, ich kann euch sagen, das Ding ist eine absolute Rakete. Und wir wollen ja auch einen Richtwert haben. Das heißt, wir wollen wissen, wie schnell ist so ein Auto Serie 100, 200 für euch und wie schnell ist er dann in unseren verschiedensten Evolutionsstufen. Ja, wir werden ja verschiedene Evolutionsstufen machen und ja, also im Endeffekt gucken wir mal, ob wir direkt mit Stufe 2 loslegen und erst in Stufe 1 machen und dann später mit Ladeupgrade allem drum und dran. Aber ich kann euch sagen, Leute, das Ding ist der absolute Burner. Wir haben auch gerade Sonntag. Ich habe zu Anfang des Videos gesagt, wir müssen das Video in 2 Teile splitten, weil ich morgen nach Portugal fliege zum Drehen. Ja, aber nicht für unseren YouTube-Kanal. Mehr darf ich dazu leider noch nicht sagen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich komme heute mal in eine Firma. Sonntag sind die Autobahnen frei und ja, guck mal, dass ich eine 100-200er Fahrt für euch hinkriege. Der Tank ist voll, rappelsvoll und wir haben 15 Grad Außentemperatur. Das heißt, Verhältnisse sind sehr, sehr gut. Das Problem, was wir haben werden, ist am Anfang erstmal die Traktion. Deswegen müssen wir die Reifen ein bisschen warm machen noch. Merkt ihr direkt, ne? Was mir am 570 auffällt, ist, dass der von innen eigentlich leise ist, muss ich also für mein Empfinden, obwohl der schon die McLaren Sportaußenvorlage drunter hat. Das heißt, der hat die laut. Es gibt 3 Versionen. Es gibt die normale, dann gibt es die ich jetzt drunter habe und dann gibt es noch eine Titan-Abgasanlage von MSO, also auch von McLaren direkt. Die klingt schon stabil. Also lauter muss es dann wirklich nicht sein, aber ich habe nur die normale drunter. Also die normale Sportabgasanlage, der klingt unter Last auch ganz gut. Letztens, wo ich ins Büro gekommen bin, da sagte der Norman zu mir, hör mal, ich habe gedacht, da kommt ein Motorrad. Also vom Klang her ist das schon so ein bisschen motorradmäßig. Ne? Aber das bleibt nicht so. Der wird noch lauter werden. Wie gesagt, ich bin gespannt, was mein Auto fahren wird. Ich weiß, was die Autos 100, 200 fahren und ich kann euch sagen, in der Klasse gibt es wirklich nichts Schnelleres. Also weder 991 Turbo S noch Audi R8 Huracan. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ein 488 GTB ist, weil der hat 76 PS, der hat 100 PS mehr als wir hier und der müsste eigentlich vielleicht sogar ja, vielleicht sogar noch ein Tick schneller sein. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal probieren. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt mal ein paar. Ich mache mal so 3, 4 Fahrten und dann nehmen wir davon quasi den Bestwert. Ja? Schauen wir mal. So, da war gerade ein Kollege, der kam mir gerade entgegen. Und jetzt gucken wir mal. Ich fahre jetzt mal auf der Bahn. Temperatur, Differentialtemperatur ist noch nicht ganz warm. Das Ding, also die Autos marschieren wie Hölle, ne? Das ist wirklich so. Die marschieren wie Hölle. Serie schon. McLaren 570. Und ihr hört das Gepiepe, wenn er piept, ist dann der optimale Schaltpunkt. 5667. Kurz zum Vergleich, ein serienmäßiger Audi R8 V10 Plus fährt 6,6. Ja? Das heißt, das Auto fährt eine Sekunde langsamer. Das ist eine Ansage. Das Ganze nochmal. Vielleicht fahren wir im 3. Gang los. Gucken, was dann. 5779. Also 3. Gang war jetzt ein Tick langsamer. Dann können wir direkt zurückfahren, weil 5667 ist bis jetzt der Wert, den
den es zu schlagen gibt. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Für Serie ist das eine absolute Ansage. 5,6 für ein Serienauto. Also wie gesagt, ich wusste, dass er 5,6, vielleicht mit dem letzten auch 5,668 oder sowas gefahren. Also identische Zeit. Ja. Ich kenne auch noch einen anderen McLaren 570S, der fährt auch die identische Zeit. Also die Autos sind alle gleich schnell. Ja, da gibt es auch, was Geile, was man sehen kann, ist, da gibt es keine Streuung. Das heißt, da gibt es keine Streuung wegen schneller, langsamer, sonst irgendwas. Die Autos sind gleich schnell. Sehr geil. Wir fahren mal noch eine Zeit hier. Aber schneller werden wir nicht, glaube ich. 5,6 ist schon eine absolute Ansage. Jetzt überlegt euch mal, das mit 570 PS, ne? Aber es ist das Getriebe, die Aerodynamik. Das ist einfach, das Auto ist Motorsport pur. Und darum finde ich das auch so geil. Darum finde ich es auch geil. Wir fangen den zweiten Gang an. Gucken wir mal. Wenn wir mit dem Ding fertig sind, weil dann wird das, wenn wir mit dem Auto fertig sind, dann fahren wir unter 5. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ding ist eine Rakete, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und seid gespannt, was kommt. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. Kleiner Edit. Ich bin gerade auch direkt mal 200, 300 gefahren. Und hätte ich eigentlich filmen sollen, ne? Aber ich denke, komm, fährst doch noch mal schnell. Ich bin gefahren 16,534. Eine Fahrt habe ich hinbekommen. Ich habe es zweimal probiert. Das erste Mal musste ich leider bei 92 abbremsen. Also 16,5, 200 auf 300. Kleiner Edit noch hier zwischendurch.